Klein, aber oho. In diesem Video möchte ich dir die kleinen RC-Fahrzeuge von Turbo Racing vorstellen im Maßstab 1:76. Viel Spaß bei diesem Video. Wenn mein Kumpel losgeht und sich einfach mal 5 von diesen Fahrzeugen kauft, dann ist ein Unboxing natürlich nicht weit. Wir nehmen uns jetzt mal ein nach dem anderen hier vor, packen das Ganze mal aus und schauen, was überhaupt im Lieferumfang der Fahrzeuge enthalten ist. Beginnen möchte ich mal mit diesem Exemplar. Wir sehen es hier vorne schon auf der Verpackung. Hier können wir uns das Ganze mal einmal so ein bisschen anschauen. Ja, das ist jetzt natürlich etwas aus dem günstigen Bereich, kommt aus China, aber das muss ja nichts heißen. Wir gucken mal und öffnen das Ganze, weil den Lieferumfang, den finde ich nämlich tatsächlich sehr, sehr schön gemacht. So sieht das Ganze hier aus. So eine kleine Bedienungsanleitung gibt es dann dazu. Hier nochmal ein Rückblick, welche Fahrzeuge man hier alle kaufen kann. Finde ich auch ganz schön. Kleines Transparentpapier. Und gucke mal, da geht's schon los. Wir haben hier zum einen das kleine Auto. Die schauen wir uns gleich natürlich mal ganz in Ruhe aus der Nähe an. Mein absolutes Highlight ist, dass es zu jedem Fahrzeug 2 Ersatzkarosserien mit dazu gibt, mit Scheiben, mit hier diesen Lichteinsätzen etc. Du kannst dir also jeweils nochmal 2 Karosserien in deiner Lieblingsfarbe ganz individuell lackieren. Das finde ich richtig, richtig cool. Du kannst also immer mal wieder wechseln. Rein optisch gesehen hast du also später 3 Fahrzeuge statt 1. Wenn wir das hier rausnehmen, dann geht es weiter mit der Fernsteuerung. Die bauen wir jetzt hier mal ganz exemplarisch beim ersten Modell zusammen. Bei den anderen Modellen sieht es genauso aus. Da müssen wir das dann ja nicht nochmal alles wieder auseinandernehmen. Hier vorne haben wir noch ein Ladekabel mit dabei. Das ist USB-C. So sieht das Ganze aus. Fernsteuerung ist ganz simpel gemacht, aber cool, wie ich finde. Wenn du dein Fahrzeug aufladen möchtest, gibt es hier so einen Hebel. Zack. Und dann kannst du das Fahrzeug hier unten einfach mal draufsetzen. USB-C, da werden die geladen. Jedes Fahrzeug verfügt über einen 55 mAh LiPo-Akku. Den kannst du in etwa 30 Minuten aufladen und dann fährt dieses Fahrzeug hier zwischen 30 und 40 Minuten, was ich schon wirklich sehr beachtlich finde. So lädst du dieses Fahrzeug hier auf. Das heißt, du musst nicht in der Nähe einer Steckdose sein. Ganz klasse gemacht. So, wenn man das hier öffnen möchte, zack, drehen wir das hier mal so ein bisschen auf Open und dann können wir hier das Batteriefach rausholen. Hier kommen dann Batterien rein. Es wird so ein bisschen geladen wie ein Magazin. Auch nicht schlecht. Zack, dann wird das vorsichtig wieder zusammengesetzt. Und wenn man das dann zusammengesetzt hat, kann man hier oben die Funke dann auch nochmal zusammenstecken. Du stellst dich dann natürlich nicht so blöd an, wie ich das hier tue, sondern setzt es dann einfach sportlich drauf. Und dann hast du hier eine vollwertige Fernsteuerung, die sich richtig gut anfühlt. Hier auch mit so einem Moosgummi drauf. Die Lenkung ist sehr leichtgängig. Finde ich aber auch okay, weil diese Fahrzeuge ja auch echt klein sind. Und guck mal hier, du hast hier oben sämtliche Trimmungsmöglichkeiten, kannst hier alles einstellen. Das finde ich schon geil. Und jetzt guck mal, wir machen das jetzt mal hier. Wir schalten dieses Fahrzeug mal ein. Guck mal, du hast eine Unterbodenbeleuchtung. Das Fahrzeug verfügt über komplett Licht. Es blinkt jetzt gerade, weil es nach der Fernsteuerung sucht. Hier hinten auch nochmal. Das zeige ich dir jetzt gleich bei jedem Fahrzeug und dann gucken wir uns das auch mal im Dunkeln an. So, den packen wir zusammen. Weiter geht's mit dem nächsten. Es geht weiter in lila. So sieht das Ganze hier aus. Mir gefällt das Gesamtpaket ganz gut. Muss ich wirklich sagen. Wir öffnen das mal. So. Ha! Und schau mal. Hier Betriebsanleitung, okay, aber bei diesem Fahrzeug hast du sogar noch solche Transfersticker mit dabei. Die werden mit so Wassertransferdruck auf die Karosserie angebracht. Da kannst du dich nochmal austoben. Hier mit so einer Carbon-Motorhaube oder so. Das
ist schon was Feines. Hier auch nochmal Vorlagen, wo du dann was abkleben kannst, wenn du dann später lackierst. Auch hier nochmal so ein paar Eckinformationen, wie gerade bei dem Fahrzeug auch. Haha, schau mal, die Verpackung, die ist immer so minimal abgeändert. Prinzipiell ist genau dasselbe drin, nur halt mit verschiedenen Fahrzeugen. Aber von innen sieht es ein ganz kleines bisschen anders aus, aber Fernsteuerung genauso aufgebaut, USB-C-Ladekabel. Schau mal, die Farbe, die kommt doch richtig gut, oder? So, blaue Unterbodenbeleuchtung. Scharf, oder? Was hältst du denn davon? Schreib das doch jetzt mal unten in die Kommentare. Klasse, gefällt mir richtig gut. Auch den packen wir wieder zusammen und weiter geht's mit dem nächsten. Es geht Schlag auf Schlag. Okay, kleiner Spoiler. Ich gebe zu, das ist mein Lieblingsfahrzeug. Es ist natürlich ein Toyota Supra. So sieht's aus. Die bekommst du auch in verschiedenen Farben. Den Supra soll es auch in diesem klassischen Fast and Furious Orange gegeben haben. Ha, auch geil. Wobei ich diese Farbkombi auch richtig schick finde. Hier, das kennst du von gerade eben, von den anderen beiden. Wieder schönes Papierchen dazu. Da ist er. Schau mal. Du hast wirklich überall diese 2 Ersatzkarosserien, die du dann individuell lackieren kannst und bekleben kannst. Fantastisch, guck mal, da ist er. Und ich muss ihn anmachen, weil diese Farbkombination finde ich wirklich cool, ne? Schau mal, eine grüne Unterbodenbeleuchtung, da ist er. Mega cool, mega cool. Auch der wird zusammengepackt. Es geht weiter mit Rot. Und Rot ist dieses Fahrzeug. Auch hier Packung, so sieht's aus. Wir öffnen das Ganze. Wir finden auch hier wenig Überraschendes, alles schon bekannt. Tada! Da ist er. Schau mal. Auch den machen wir hier einmal an. Wir haben rote Unterbodenbeleuchtung. Blinken tut er. Er sucht seine Fernsteuerung. Und guck mal hier die Felgen. Ha! Klasse. Wie gesagt, die schauen wir uns gleich alle nochmal so ein bisschen im Detail an und auch nochmal im Dunkeln. Hier, du siehst wieder alles so, wie wir es gewohnt sind. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Fahrzeug. Es wird schwarz und das kann nur ein Skyline sein. Kleiner Teaser, ja, den gibt es auch in Blau. Ich habe ihn jetzt hier in Schwarz mit dabei. So sieht's aus. Die Verpackung minimal anders. Schauen wir auch hier einmal kurz drüber. Mein Favorit in Blau. Wohl grün ist auch schön. Gefällt mir auch wohl. Auch hier machen wir es vorsichtig einmal auf. Wir sehen auch hier wieder wenig Neues. Die kommen also alle sehr, sehr ähnlich. Das Einzige, was wir jetzt hier noch mit dabei haben, das ist hier so ein ganz kleiner Schraubendreher. Auch schön, habe ich bei den anderen nicht gesehen. Scheint es nur bei diesem Fahrzeug hier zu geben. Felge minimal anders von der Fernsteuerung. Aber ansonsten fühlt sich das alles sehr, sehr ähnlich an. Unsere beiden Ersatzkarosserien. Und schau mal, ein Nissan GT-R in mattschwarz mit rotem Streifen. Wir haben eine rote Unterbodenbeleuchtung. Und da guckt er uns an. Jetzt möchte ich dir gerne alle Fahrzeuge mal gesammelt zeigen. Ich versuche die Fahrzeuge für dich bestmöglich einzufangen, was aber gar nicht so einfach ist, weil 1:76 halt wirklich klein ist. So, schau mal. Sehen die cool aus? Da kommt auch schon so ein bisschen Fast and Furious Stimmung auf, wie ich finde. Gucken wir auch noch mal hier von hinten. Cool. Das sieht cool aus. Schauen wir uns jetzt auch noch mal im Dunkeln an. Hier sieht man jetzt auch richtig schön diese Unterbodenbeleuchtung von diesen Fahrzeugen. Da kriegt man doch Fast and Furious Stimmung, oder? Jetzt den Film mal hier in den guten alten DVD-Player reinhauen. Krass. Die sehen wirklich super aus und ich schnapp mir jetzt meinen Liebling, nämlich hier den Supra. Und da möchte ich dir mal zeigen, wie diese Fahrzeuge denn überhaupt fahren. Fernsteuerung zusammengebaut und eingeschaltet. Fahrzeug ist auch an. Jetzt guck mal, was wir hier schalten können. Wir können an der Fernsteuerung die Unterbodenbeleuchtung an- und ausschalten.
genauso wie das Licht auf Aus oder auf An. Was ich besonders beeindruckend finde, wenn wir jetzt lenken, dann könnte man ja meinen, ja, die Hinterachse, ein Reifen dreht nach vorne, der andere rückwärts, somit lenkt das Fahrzeug. Aber weit gefehlt. Guck dir das an. Das Ganze ist voll proportional und auch noch sehr feinfühlig. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. Jetzt geben wir vorsichtig Gas. Hinterachse muss natürlich frei sein. Voll proportional. Ja. Und wir fahren jetzt mal ganz langsam hier eine Runde um die Autos drumherum. Guck mal, wie fein man den fahren kann. So. Sie sind alle unterschiedlich schnell. Jetzt guck dir das an. Das gibt's doch gar nicht. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Das finde ich echt heftig. Mal gucken, rückwärts. Damit kannst du sogar Einparken üben vor deiner Führerscheinprüfung. Wir haben sogar... Haben wir Bremslicht? Sieht man das? Wir haben Bremslicht. Ey, das gibt's doch gar nicht. Bremslicht. Guck dir das an. Also, da muss ich sagen, bin ich wirklich platt. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Haben wir volle Beleuchtung an. Jetzt haben wir Licht an hier. Miep, miep. Ey, das... Das macht Spaß. Aber wo fährt man denn jetzt damit? Also zum einen könnte man natürlich im Miniaturwunderland Hamburg, auch wenn man hier ein bisschen größer ist, versuchen auf die Strecke zu kommen, was natürlich verboten ist, was man tunlichst lassen sollte. Dann kann man sich eine kleine Strecke im Kinderzimmer beim Sohnemann aufbauen. Der kleine Mann hat bestimmt auch ganz viel Spaß dabei. Etwas, was ich jetzt machen würde, wäre mein Lieblingsort. Jede Ehefrau wird es kennen. Der Mann befindet sich die meiste Zeit des Tages, wenn er dann zu Hause ist, auf dem Klo. Und auf dem Klo kannst du wunderbar mit diesen Fahrzeugen fahren. Nach 40 Minuten ist dann Schluss. Da müsstest du dann wieder runterkommen. Aber das wäre so mein Anwendungsbereich. Fantastisch. Da müsste ich auch gar kein Smartphone mitnehmen. Dann würde ich mich für eines dieser Fahrzeuge entscheiden. Und damit das jetzt kein Zufallstreffer war, mache ich jetzt dieses Fahrzeug hier mal aus und nehme mir einfach nochmal ein anderes Fahrzeug und fahre damit nochmal eine Runde und gucke, ob das genauso gut funktioniert. Na, für welches Fahrzeug habe ich mich entschieden? Errätst du es? Schreib es jetzt in die Kommentare. Deine Chance ist jetzt vorbei. Hahaha, guck mal. Mimi. Ah, guck mal hier, diese durchgehende Leuchtensignatur hier hinten. Hahaha. Gefällt mir richtig gut. Macht mir richtig Spaß. Und der lässt sich genauso gut fahren. Guck dir das mal an. Fantastisch. Geil. Richtig, richtig gut. Die wichtigste Frage wie immer zum Schluss: Was kostet der Spaß? So ein Fahrzeug fängt bei circa 70 € an und endet derzeit bei etwa 100 €. Die Preise hier schwanken jedoch extrem. Im ersten Moment ist das für ein so kleines Fahrzeug wirklich recht teuer, aber wenn wir mal schauen, was es sonst noch so auf dem Markt gibt, dann fällt einem relativ schnell diese Fahrsimulation mit der App-Steuerung ein, die ein besonders realistisches Fahrverhalten bieten soll, und die kostet gerne mal das Doppelte, teilweise auch 200 €. Also diese Fahrzeuge sind auch etwas größer, okay. Aber das hat mit diesen 70 € hier nicht mehr viel gemeinsam. Und für den Preis bekommst du ein tolles Fahrzeug, was auch wirklich echt
lenken kann mit einer voll proportionalen Steuerung. Die Fahrzeuge sind unterschiedlich schnell und du bekommst zu jedem Fahrzeug sogar noch 2 extra Karosserien mit dabei, die du in deiner Wunschfarbe lackieren kannst. Du hast in der Fernsteuerung sämtliche Möglichkeiten der Trimmung oder auch der Umkehr und des Weiteren kannst du die Unterbodenbeleuchtung und das normale Licht an- und ausschalten. Das sind Sachen, die finde ich wirklich super, wenn man sich hier erstmal dran gewöhnt hat, da unten die Batterien wieder reinzusetzen. Der kommt dann auch recht schnell mit der Fernsteuerung klar und auch hier mit der Möglichkeit, das Ganze aufzuladen. 30 Minuten Ladezeit finde ich ein bisschen lang, aber wenn ich dann wiederum überlege, dass ich auch 30 bis 40 Minuten damit fahren kann, dann nehme ich die doch auch wirklich gerne in Kauf und trinke in der Zeit einen Kaffee, bevor es dann mit meinen Freunden weitergeht und wir zusammen auf einer Indoor-Strecke dann so ein bisschen heizen können. Was sagst du denn zu diesen Fahrzeugen? Das würde mich jetzt sehr interessieren. Schreib's unten in die Kommentare. Bis dahin, ciao!